Herzlich willkommen zu dem, was mal ein parlamentarischer Abend, eine parlamentarische Diskussionsrunde hätte sein sollen. Mein Name ist Jan Wöpking, ich bin Geschäftsführer von Germano 15. Das ist ein Verbund 15 großer, forschungsstarker Universitäten. Und ich habe die Freude und das Privileg, Sie durch diesen Abend moderieren zu dürfen, den wir nicht mehr als parlamentarischen Abend bezeichnen würden ab diesem Punkt, sondern als außerparlamentarischen Abend. Wir hätten sehr gerne hier die Bundestagsabgeordneten Stefan Albani, Oliver Kaczmarek, Ayşe Azar und Nicole Gohlke gehabt. Die wären auch super gerne gekommen. Das einzige Problem ist, wie Sie vielleicht wissen, dass ausgerechnet jetzt, beziehungsweise in 25 Minuten nach Plan, die neue Bundesministerin den Einzelplan 30 und damit die Grundsatzlinie des neuen Ministeriums BMFTR vorstellen wird. Und ehemaliges BMWF kann man auch noch sagen, oder wie die Ministerin gerne hätte, BM Future, vorstellt. Und da müssen alle sein. Das ist Berufsrisiko, wenn man mit Politik arbeitet, was wir ja machen. Man weiß nie, was dazwischen kommt. Das ist die schlechte Nachricht, die ich Ihnen überbringen wollte. Die gute und eigentlich viel bessere. Es gibt zwei gute Nachrichten. Eine mache nicht ich, sondern die macht gleich Jannik Bauer. Die andere gute Nachricht, die ich überbringen darf, ist, dass wir ja ganz hervorragenden Ersatz haben für Sie. Nämlich dieses großartige Panel mit zwei Personen und eigentlich einer dritten Person. Und die dritte Person steckt aber gerade im Stau. Deswegen machen wir sozusagen ad hoc. Ich darf Ihnen kurz vorstellen, wer hier mit mir auf dem Podium sitzt. Zu meiner Linken ist Dr. Melanie Fritscher-Fehr. Sie leitet den Geschäftsbereich Strategie und Kommunikation an der Universität Freiburg, war davor Abteilungsleiterin für Gleichstellung, Diversität und Personalentwicklung an der Universität Freiburg und hat davor die Strategie für akademische Karrierewege und Personalentwicklung für die Universität Freiburg entwickelt. Also mehr Praxiserfahrung aus einer großartigen Universität geht nicht, als hier versammelt ist. Zu meiner Linken und zu meiner Rechten sehen Sie Amrei Bar, Philosophin, Professorin in Stuttgart, befasst sich mit der Ethik des Recyclings unter anderem und der Ethik des wissenschaftlichen Publizierens. Und nebenberuflich, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie das schon gemerkt, ist sie auch Mitinitiatorin einer kleineren Protestinitiative namens Ich bin Hanna. Ich freue mich sehr, dass diese beiden großartigen Personen hier auf dem Podium sitzen. Wir hätten auch sehr gerne jetzt schon Uwe Kantner begrüßt, der Volkswirt ist, Professor in Jena, Professor in Odense, der Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation, die die Bundesregierung berät und noch diverse andere Ämter hat und unter anderem in dieser Funktion, die er ausübt, gerade auf dem Cybergipfel in Halle war, wo man, wie ich gerade gelernt habe, nur als eine Person reinkommen darf und super Sicherheit und alles. Und der rast gerade mit dem Auto hier zurück und steht im Stau. Und wenn er es noch rechtzeitig schafft, wird er uns auf diesem Podium hier mit dazustoßen. Was ich auch schon ankündigen möchte, ist, dass wir das Ganze gerne als Fishbowl mit Ihnen durchführen würden. Die Regeln von Fishbowl, so wie wir sie verstehen, ist, hier ist ein freier Platz. Sie dürfen sich aussuchen, ob Sie zur linken oder zur rechten wollen. Wir haben kurz vorher überlegt, wenn ich das so sagen darf, wer sich neben Amrei Bar traut. Das können wir jetzt rausfinden. Und Sie können rausfinden, was dann passiert. Also, Spaß beiseite, wir haben zwei freie Plätze, bitte nur eine Person zur Zeit und Sie können so lange hier sein, bis Sie das Gefühl haben, alles ist gesagt oder bis Sie nicht mehr wollen oder bis eine weitere Person gerne was sagen würde. Also das sind die Regeln. Und wir machen hier kurz auf dem Podium eine Unterhaltung und dann möchte ich Sie auffordern, wirklich das zu nutzen. Nutzen Sie das. Sie haben hier einen vollen Tag schon gehabt, haben viele Diskussionen. Ich habe das in den Vorgesprächen gerade gemerkt. Es bewegt Sie ganz viel. Jetzt ist die Möglichkeit, das hier anzusprechen. So, das waren meine Vorbemerkungen. Ich glaube, ich habe alles gesagt und damit gebe ich für die zweite Nachricht an Jannik Bauer, der uns gleichzeitig auch in das Thema noch mal kurz einführen wird. Ja, vielen Dank, Jan. Wie bereits gesagt, darf ich auch noch eine positive Botschaft überbringen. Die Abgeordneten wären natürlich heute sehr gerne hier gewesen und hätten mit uns diskutiert. Jetzt sind sie im Plenum, aber sie haben zugesagt, dass wir das zu einem anderen Zeitpunkt nachholen werden. Und dazu würden wir Sie natürlich gerne hier schon mal alle herzlich einladen. Sobald da der Zeitpunkt feststeht, werden Sie Post von uns kriegen und dann holen wir das nach und diskutieren mit Ihnen. Gerne wollen wir Ihnen vorab schon einmal so ein paar Perspektiven mitgeben, die wir einsammeln werden, einmal vom Podium und von Ihnen.
Und um gewissermaßen die politische Bühne zu bereiten, darf ich Ihnen noch mal in aller Kürze, wir haben heute schon ein bisschen was gehört, aber vorstellen, was die Politik sich eigentlich selber an Erwartungen gesetzt hat, sprich, was im Koalitionsvertrag zum Thema Tenure-Track und Karrierewege steht. Ganz zentral und schon erwähnt natürlich der Ausbau des Tenure-Track-Programms und die Selbstverpflichtung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für mehr Dauerstellen. Ehrlicherweise muss man natürlich aber auch sagen, dass das wie in Koalitionsverträgen so üblich nicht konkret ausformuliert ist. Da wäre es vielleicht auch an uns heute schon noch ein paar Ideen zu sammeln, die wir dann möglicherweise auch in den Parlamentarischen Abend mitnehmen können. Insgesamt ist das Thema im Koalitionsvertrag sehr stark repräsentiert, hat ein eigenes Unterkapitel tatsächlich auch bekommen, das auch eins der längsten im Kapitel Bildung, Forschung und Innovation ist. Insgesamt kann man sagen, dass man das so in 2 Themenblöcke aufteilen kann, die Maßnahmen, die sich da finden. Einerseits ist es so die umrahmenden Maßnahmen, das würde ich so als den ersten Block beschreiben. Und da ist zentral die Ankündigung einer Mittelbaustrategie, die die Projektförderung entschlacken und Förderlaufzeiten verlängern und damit im Endeffekt auch die Vertragslaufzeiten im Drittmittelbereich stärken will. Außerdem soll die Mittelbaustrategie Anreize für Departmentstrukturen, heute auch schon thematisiert, setzen und außerdem auch Anreize für die Schaffung von Dauerstellen, neben der Professur auch ein Thema, was uns durch den Tag begleitet hat. Und dann gibt es den zweiten Maßnahmenblock, der etwas direkter ist, die direkteren Maßnahmen. Und da ist vor allem das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu nennen, das ewige, vielleicht wenn man da in die jüngste Geschichte schaut, durchaus ambitioniert, das bis Mitte 2026 reformieren zu wollen, aber es steht zumindest drin. Eine Aussage zur Karriere-Gretchen-Frage der letzten Legislatur, wie hältst du es mit der Befristungshöchstdauer, hat sich nicht gefunden im Vertrag, aber konkret angekündigt sind die Verlängerung von Mindestvertragslaufzeiten und Schutzklauseln zur Drittmittelbefristung. Es gibt natürlich auch noch andere wichtige Bereiche, die nicht direkt in dem Thema drin stehen, und zwar das 1000-Köpfe-Programm, wo es um internationale Rekrutierung geht. Da ist natürlich die Frage, wenn man international rekrutieren will, muss man auch international wettbewerbsfähige Bedingungen bieten. Zentraler Hebel, natürlich, den wir auch mit drin haben, der Tenure-Track, darüber werden wir gleich sprechen. Mit Michael Meister gibt es außerdem einen Beauftragten der Bundesregierung für die Bund-Länder-Zusammenarbeit. Wichtiges Thema, wie wir heute auch schon gehört haben. Und insgesamt kann man also sagen, die Koalition hat sich da einiges vorgenommen und alles Weitere hören wir dann jetzt von unserem Panel. Vielen Dank, Yannick. Und wir gehen direkt rein. Und wir haben im Vorfeld besprochen, dass es natürlich sehr viel um Tenure-Track gehen wird heute Abend, aber dass wir auch über alle anderen Aspekte der akademischen Karriereentwicklung sprechen können. Erstens, weil sie im Koalitionsvertrag auch angesprochen worden sind und zweitens, weil die Themen, wie ja auch heute hinlänglich diskutiert worden ist, glaube ich, alle sehr stark zusammenhängen. Amrei, wie findest du den Koalitionsvertrag in diesem Punkt? Ich freue mich natürlich sehr, dass wir erneut in einem Koalitionsvertrag sehr prominent vertreten sind und ja auch mit einigen ganz interessanten Überlegungen. Also eine Mittelbaustrategie, auch wenn wir nicht so genau wissen, was sich dahinter verbirgt, hört sich natürlich schon mal vielversprechend an, auch mehr Dauerstellen zu schaffen, Departmentstrukturen, Mindestvertragslaufzeiten für die Promotion haben wir ja sowieso immer schon uns stark für ausgesprochen. Bei der Postdoc-Phase ist es ein bisschen anders. Also ich würde zustimmen, der Elefant im Raum, der ja eigentlich die ganze Wisszeit-VG-Debatte dominiert hat, viele Jahre lang, sage ich auch aus eigener schmerzvoller Erfahrung, war ja tatsächlich, wie man die Postdoc-Phase gestaltet, und das steht da nun jetzt nicht drin. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass es darauf eine Antwort gibt, wie man das jetzt genau macht, denn da war ja doch die Debatte dann am Ende auch relativ festgefahren. Ich kann vielleicht dazu sagen, das ist auch jetzt nicht neu, dass wir 2023 uns schon dafür ausgesprochen haben, die Postdocs aus dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz rauszunehmen, weil die Idee, dass sie sich noch weiter qualifizieren, aus unserer Sicht einfach nicht sachgerecht ist. Die Promotion ist der höchste berufsqualifizierende Abschluss laut europäischem Qualifikationsrahmen. Danach kann man sich immer noch weiterentwickeln. Wir hoffen ja alle, dass wir auch noch weiter was lernen in unserem Leben. Wenn wir nicht damit weitermachen würden, dann wäre das ja bitter. Aber nichtsdestotrotz, da dann dieses Qualifikationslabel drauf zu machen, scheint uns nicht sachgerecht. Und das würde eben dafür sprechen, die Postdoc-Phase nochmal ganz anders zu strukturieren.
Vielen Dank für diese pointierte Einschätzung des Koalitionsvertrages und des Gesprächsangebots über die Post-Phase im WIS-Zeit-VG. Bevor wir darauf kommen, würde ich gerne noch bei Tenure Track bleiben. Melanie, wenn die Politik heute Abend hier gewesen wäre, was hättest du gerne gehört von Ihnen im Hinblick auf Tenure Track und vielleicht darüber hinausgehend auch im Hinblick auf akademische Karrierewege? Ich glaube, dass jetzt mit Blick auch auf die zurückliegenden Jahre der Befassung mit den Themen politisch, hätte ich mir sehr gewünscht, dass von der Politik das eigentlich gesetzt wird, was wir heute mit Blick auf Karrierewege diskutiert haben, nämlich Planbarkeit und Verlässlichkeit. Ich glaube, das haben wir doch sehr eingebüßt in den letzten Jahren. Und das hat schon auch immer wieder an den Universitäten, zumindest auch mit den Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich im Austausch stand, Sachen gestoppt. Ja, also Mittelbaukonzepte, die doch irgendwie in der Luft hängen. Frau Frost hat es heute ja auch mehrfach gesagt, weil gar nicht klar ist, wie wir das ausgestalten sollen, wenn wir das Bundesgesetz dazu nicht kennen. Die Frage auch dann, wie geht man mit dem Kapazitätsrecht um? Und der Bund-Länder-Zusammenarbeit, wenn wir irgendwie Dauerstellen ausbauen wollen. Ja, also da ist, glaube ich, schon ein Kulturwandel erfolgt, dass die ausgebaut werden. Also ich meine, das war heute sehr unstrittig. Vor 5 Jahren klang das in der BBAW noch anders. Da war man sehr skeptisch, wie sich das alles entwickelt. Ich hatte heute den Eindruck, der Grundtenor war dann ganz anderer. Also das muss man, glaube ich, schon auch noch mal sagen. Und das in einer Zeit eigentlich der Unsicherheit, der politischen Unsicherheit auch noch und der geopolitischen Unsicherheit. Also das, finde ich, ist ein sehr zuversichtliches Signal, aber mit Blick auf die Politik, wie gesagt, und auch auf das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, ich finde das sehr ambitioniert, das schon wieder so, also manches ist gar nicht detailliert ausformuliert im Koalitionsvertrag, aber hier wird ein Datum gesetzt und da frage ich mich schon wieder, okay, kann man das halten? Und wenn ja, was kann überhaupt in dieser Kürze der Zeit dann ausgestaltet werden? Heißt das so, dass die Ideen, die wir gehört hatten, jetzt einfach fortgesetzt werden, weil das BMFTR da eine Kontinuität herstellen wird? Das sind schon viele Fragen und vielleicht nur abschließend, warum ich die Debatte so zäh und auch wirklich in Teilen verstörend fand über die letzten 3 Jahre. Es hat halt auch die Menschen, die von dem Gesetz betroffen sind, hochgradig verunsichert. Wir haben dieses Gesetz geteilt in der Universität, wir haben den Diskussionsprozess transparent gemacht, wir haben mit Postdocs dazu gesprochen, wir haben mit den Dekanen, Dekaninnen dazu gesprochen, wir haben mit Promovierenden dazu gesprochen und es war eine sehr starke Anspannung zu spüren bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Dann wurde die Debatte so öffentlich ausgetragen, dass man gesehen hat, okay, man hat so den Eindruck, das System wird gar nicht richtig verstanden politisch. Und dann auf einmal hört man gar nichts mehr und es wird gar nicht mehr weiterverfolgt. Und ich glaube, da muss auch ein bisschen Vertrauen wiederhergestellt werden, dass das geregelt werden kann. Und vielleicht auch eine ehrliche Bestandsaufnahme nochmal mit Blick auf das Gesetz. Was ist überhaupt leistbar durch dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz? Was kann das überhaupt regeln und was kann es in ganz vielen Fällen auch überhaupt nicht regeln? Und was müssen wir dann eventuell mit den Ländern gemeinsam klären? Was müssen die Länder mit dem Bund klären? Und welche Verantwortung haben wir als Universitäten? Ich spreche das so im Wir. Heute ist meine unmittelbare Chefin, die Rektorin da, meine frühere Chefin, die Prorektorin. Ich mache das jetzt im generalisierten Wir ohne Mandat, aber ich würde sagen, das ist ja der Anspruch, den wir auch als Einrichtung haben. Vielen Dank, Melanie. Und ich finde die Perspektive, dass es Planbarkeit und Verlässlichkeit braucht, nicht nur in der Gestaltung der akademischen Karrierewege, sondern auch in der politischen Diskussion und Entscheidungsfindung darüber einen ersten sehr wichtigen Punkt. Und ich merke auch gleichzeitig, ihr habt beide das angesprochen, also wir sind mittendrin eigentlich schon in einer Debatte über das WIS-Zeit-VG. Aber bevor wir das machen, würde ich dich noch mal fragen wollen, ist das denn... Also von der ganzen Fülle an Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag aufgelistet ist, würdest du sagen, wenn du eine auswählen müsstest, das muss die Politik als erstes adressieren. Würdest du sagen, ist das WIS-Zeit-VG oder würdest du sagen, da gibt es auch andere Sachen, die adressiert werden könnten?
Es mag einige überraschen, wenn ich jetzt nicht Wisszeit-VG sage, weil das ja doch der Fokus auch der Ich bin Hanna-Debatte nicht ohne Grund war. Ich glaube nach wie vor, das ist eine wichtige Stellschraube, gerade weil wir dieses Föderalismus-Problem haben, dass wir so unterschiedliche Regelungen haben, wäre das eben ein Hebel, um bundesweit möglichst einheitliche Regelungen sicherzustellen. Ich glaube, damit kann man viel gewinnen. Gleichwohl glaube ich tatsächlich, dass die Mittelbaustrategie dasjenige wäre, was man in den Blick nehmen sollte. Denn man könnte ja jetzt sagen, also das ist jetzt so mein Eindruck, nachdem ich mit vielen von Ihnen auch beim Kaffeetrinken, beim Mittagessen geredet habe. Tenure Track, das klingt irgendwie nach einer Erfolgsgeschichte, das ist doch eine ziemlich gute Sache und ich habe auch rausgehört, dass auch wenn es da mal Gegenwind gab, ist das doch jetzt relativ etabliert. Ich möchte allerdings vorschlagen, dass man Tenure Track abschafft. Und zwar, weil ich glaube, dass der Tenure-Track auf die Professur folgendes Problem ergibt. Wir haben im Moment Karrierewege, wenn wir uns für einen dafür entscheiden, dann versperren wir uns gleichzeitig den Weg auf den anderen. Also wir haben so unterschiedliche Möglichkeiten, auf eine Professur zu kommen und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie mit Leuten reden, die in dieser Karrierephase sind, ich bin da ja auch drin, ich bin ja auch im Übrigen super geeignet für dieses Panel, weil ich eine Junior-Professur ohne Tenure-Track habe, die es ja auch noch gibt, darüber kann man auch viel sagen, aber das sind so unterschiedliche Varianten. Ne? Machen Sie jetzt eine Habil oder setzen Sie auf die Juniorprofessur. Ich kenne KollegInnen, die sind habilitiert und sagen, das ist aber irgendwie die falsche Entscheidung gewesen, weil jetzt die ganzen Professuren, die für mich interessant wären, über einen Tenure-Track vergeben werden. Das heißt, was wir haben im Moment, ist erstmal das Up-or-Out-Prinzip, das gilt ja weiterhin. Also entweder gehe ich auf die W1 oder ich schaffe es über die Habil auf die Lebenszeitprofessur oder ich fliege aus dem System. Und wir haben das Problem, dass die Wege versperrt sind. Und ich glaube, was wir eigentlich bräuchten, also wenn ich mir überlege, wie könnte ich mir das Ganze vorstellen, wäre, man braucht früher unbefristete Stellen. Man kann die jetzt neben der Professur nennen oder vor der Professur oder sonst was, aber eben keine Professuren. Und dann kann man sich von da aus, so wie es in beinahe allen anderen Branchen ist, weiterentwickeln auf die Professur, von der unbefristeten Stelle aus. Dann hat man im Übrigen auch nicht das Problem, das Herr Alt vorhin angesprochen hat, dass jetzt die Leute, die von der W2 sich woanders bewerben wollen, das nicht mehr können, weil das W1 sind, sondern man hat einfach dieses ganze System aufgebrochen. Das heißt, Tenure-Track, okay, also um das etwas abzumildern, was ich gerade gesagt habe, man kann das aus meiner Sicht weitermachen, aber eben auf die Dauerstelle, das heißt, es muss früh die Weiche gestellt sein auf die Dauerstelle, aber dann kann man sich von da aus auf die Führungsposition weiterentwickeln, so wie das, wie gesagt, in vielen anderen Bereichen des Arbeitslebens eine Selbstverständlichkeit ist. Dann haben Sie nicht mehr das Up-or-Out-Prinzip. Ich glaube, im Hinblick auf Diversität ist da viel gewonnen und dann hat man eben auch nicht mehr das Problem, dass man, so wie ich das ja selber auch hatte, sich überlegen muss, gehe ich jetzt auf den Habil-Track oder gehe ich auf den W1-Track und wenn ich einen wähle, dann ist der andere zu. Vielen Dank für das leidenschaftliche Plädoyer und insbesondere dafür, dass du nicht Wisszeit-VG als erstes gesagt hast. Was ich verstanden habe, ist Mittelbaustrategie in den Fokus stellen und nicht Tenure-Track abschaffen, das hast du wieder abgemildert, aber lieber früher auf einer Dauerstelle und dann weiterentwickeln. Ja. Wer das weiß? Den Tenure-Track abzuschalten? Ja, das auch, aber auch das, also wenn wir mit dem Ergebnis heute rausgehen aus der Tagung, dann wird es, glaube ich, ein bisschen, also da kriege ich Anrufe danach. Ja, ich glaube auch, dass das, wenn man sich ansieht, wie viele Personen hier in dem Raum sitzen, wie viel Anstrengung in all das geflossen ist, das wäre ein großer volkswirtschaftlicher wie betriebswirtschaftlicher Schaden, der da entsteht. Aber wenn du das in der abgemilderten Variante, also was ich mir gerne nochmal bei der Tenure-Track-Professur anschauen würde, das wurde heute so teilweise angesprochen, sind nochmal diese länderspezifischen Unterschiede. Also wenn wir über Vielfalt reden der Karrierewege, dann fände ich es erstmal schön, wenn wir von einer Tenure-Track-Professur vielleicht überhaupt sprechen könnten, weil das können wir nicht, wir haben 16. Ich finde, das ist schwer vermittelbar, das ist auch schwer anschlussfähig. Ich glaube, morgen werden auch Kolleginnen dazu sprechen. Da freue ich mich auch nochmal auf die Analyse, wie die Ländergesetze sich hier ausgestaltet haben. Vor allem auch, ab wann so eine Tenure-Track-Professur angetreten werden kann, also das akademische Alter, weil wir da schon vielleicht auch, es wäre die Frage, mal zu Standards kommen könnten. Was ich auch mir gerne bei der Tenure-Track-Professur angucken könnte, aber das ist jetzt alles wenig an die Politik gerichtet, sind halt die Frage,
ob man das nicht doch irgendwie auch, ist auch schon heute gesagt worden, entschlacken kann. Ich glaube, das ist wichtig. Es ist eine sehr starke Prozesshörigkeit in der Tenure-Track-Professur und also wirklich auch eine große Angst. So, ich habe immer so den Eindruck, man hat gar keine Sorgen, die W3-Professuren auf eine bestimmte Art in einem ganz normalen Berufungsverfahren zu besetzen. Und bei diesen Tenure-Track-Professuren hat man da so eine Angst gehabt, dass man irgendwie die Falschen finden könnte. Ich finde die Gefahr, die W3 falsch zu besetzen, durchaus höher. Also da finde ich, das könnte man auch mal in ein Verhältnis zueinander setzen und da vielleicht schon auch nochmal an uns selber, auch im Wissenschaftsmanagement so ein bisschen den Appell, ja, wir wollen da ganz viel Qualitätssicherung, wir wollen da ganz viel Regelungen, aber doch irgendwie auch eine gute Balance finden, dass wir auch mal den Mut haben, vielleicht auch mal mit so einer Besetzung zu scheitern. So. Und da mit den Überführungsquoten, die wir da haben, die nahezu bei knapp 100% liegen oder so, oder vielleicht auch statistisch nicht ganz sauber sind, weil wir teilweise die Leute, bevor sie scheitern, aus dem System nehmen, sodass sie gar nicht in der Statistik auftauchen. Da könnte man dann eben auch gucken, ob man da nicht nochmal mit ein bisschen mehr Mut auch zum Scheitern hingehen könnte. Es gab jetzt ein Klageverfahren an der Universität Potsdam, da hat die Universität verloren. Ja, das passiert dann mal. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da Herrn Günther irgendwie, ob das so leicht dahingesagt ist von jemandem wie mir. Ne? Das will ich jetzt nicht einrechnen. Und vielleicht ganz abschließend zu dieser Mittelbaustrategie. Insbesondere, da wünsche ich mir dann doch noch mehr Konkretisierung eigentlich. Was soll das eigentlich heißen? Ja, also auch Ausbau des Tenure-Track-Programms, heißt das finanzielle Ausbau, heißt das irgendwie den Ausbau des Programms auf den Mittelbau und will man da Incentives setzen? Was man ja sehen kann am Bund-Länder-Programm, das finde ich, das sollte man noch mal würdigen auch, ist wirklich, das hat was an den Universitäten verändert. Und es hat halt an Stellen auch was verändert, wo gar nicht nur finanzielle Incentives gesetzt wurden, auch im Bereich der Personalentwicklung. Und das finde ich, das sind Chancen von solchen Bund-Länder-Finanzierungen und von so Bund-Ländern-Programmen. Aber generell wünsche ich mir da nochmal auch einen größeren Abstimmungsprozess zwischen dem Bund und den Ländern, um auch wirklich hier nicht zu noch größeren administrativen Verfahren zu kommen, wenn innerhalb Deutschlands zwischen zwei Bundesländern gewechselt wird und so. Und Anrechnungszeiten und was das für einen Aufwand generiert. Das wären so meine Punkte. Vielen Dank und ich hoffe, dass die Politik zuhört und mitschreibt, weil ich finde, die Ideen, die gesammelt worden sind, schon sehr, sehr hilfreich. Also entschlacken und kann man das Mut zum Risiko oder sozusagen weniger risikoscheu bei Tenure-Verfahren nennen, sowas in der Art? Ja, also ich würde, die Frage ist ja, wo ist sozusagen ich nenne das jetzt mal Mutlosigkeit, so meine ich es gar nicht, aber wo ist so die fehlende Ambition vielleicht? Die ist ja schon darin, dass man die Satzung auf eine bestimmte Art und Weise ausgestaltet, dass man wirklich da jeden Verfahrensschritt irgendwie absichern möchte, weil man so Angst davor hat, dass man da irgendwie einen Klagefall generieren könnte. Also das ist, glaube ich, das, was so grundsätzlich viel im Rahmen von Entbürokratisierung diskutiert wird. Ich will damit nicht sagen, dass ich jetzt hier Tor und Tür und wir machen das nicht mehr qualitätsvoll, das ist nicht der Punkt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es da auch so ein paar Übersteuerungen gab und dass man sich das nochmal angucken kann, wäre, glaube ich, klug. Ja, und das doch noch mal auch breiter zu evaluieren, weil wir an einer Universität, ich sage jetzt, wir haben als Universität Freiburg 19 Professuren in diesem Programm eingeworben. Damit waren wir natürlich sehr glücklich auch. Das ist aber keine kritische Masse, um diese Professur zu evaluieren. Also das ist statistisch einfach nicht belastbar. Und wie Karin Gilland-Lutz vorhin auch gesagt hat, wir haben zu wenig Datenmaterial, um wirklich zu wissen, wie diese Professur funktioniert. Und deswegen würde ich sie auch nicht abschaffen, sondern zumindest sie noch ein bisschen weiter ausprobieren wollen, bevor wir das in der radikalen Art und Weise tun. Ja. Vielen Dank. Ich würde an diesem Punkt fragen und ermuntern unsere Diskussion. Bitte, nehmen Sie hier ein... wir haben, glaube ich, ein Mikro sogar. Und wenn Sie... Hervorragend. Sagen Sie was zu sich kurz und dann... Ich bin die andere Juniorprofessur. Hervorragend. Genau, Timo Lorenz von der Medical School Berlin, von der privaten Hochschule. Und ich kenne beide Seiten. Ich kenne die
untenured und ich kenne die tenured-Variante, weil ich war die ersten 3 Jahre ohne Tenure und bin seit 1,5 Jahren mit Tenure. Das heißt, wenn Tenure abschaffen, erst bitte in 1,5 Jahren. Ich rast sonst aus. Und ich hab so 2 Punkte. Also das eine ist so ein bisschen das Argument, also ich habe auch an der staatlichen gearbeitet und ich hatte auch meine 7 Arbeitsverträge in 3,5 Jahren bei einer größeren Universität im Berliner Südwesten und bin dann tatsächlich auf eine unbefristete WIMI-Stelle an eine private gegangen und hatte da genau die Wahl. Also es war so ein bisschen, es war die Frage, wie entwickle ich mich weiter im Sinne von Personalentwicklung und habe die erste Juniorprofessur bei uns an der Hochschule rausgehandelt. Und unsere Chefin saß da und war halt auch so, warum eine Juniorprofessur? Ne, so, machen Sie doch einfach die Habil und dann, ne, aber es ist bei uns in der Psychologie ist es nicht üblich. Also es wird empfohlen, keine Habil zu machen. Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie sagt so, hört auf damit, bitte. So, dafür haben wir Juniorprofessuren. Und das habe ich ihr erklärt und habe halt gesagt, okay, das ist für mich der Entwicklungsschritt, gerade auch um eine Übergangsphase zu einer Vollprofessur zu haben, in der ich auch sowas wie Führungsverantwortung aufbauen kann. Also Führung lernen kann. Also ich habe auch 2 Jahre lang One-on-One Führungskräfte-Coaching bekommen zum Beispiel als Teil der Juniorprofessur. Und da wäre, glaube ich, auch mein zweiter Punkt noch dazu, wäre halt diese Angst, diese Fehlbesetzungsangst. Ne? Also mein erstes, glaube ich, auch ich habe mich auf dieser Dauerstelle nicht eingemummelt und habe aufgehört zu arbeiten. Tatsächlich bin ich da erst produktiv geworden, weil ich halt nicht jedes Jahr einen halben neuen Vertrag haben musste. Und der zweite Punkt ist diese Fehlbesetzung, diese Angst, irgendwas vorne fehl zu besetzen. Und wenn ich mir angucke, die Dichte an dunkler Triade, die in manchen Königreichen an Unis herrscht, an Toxic Work Environment, an teilweise, also nicht nur psychischer Gewalt, sondern auch körperlicher Züchtigung, ja, wie zum Beispiel in Göttingen. Der Fall, wer den nicht kennt, einmal nachschlagen. Ja, oder halt auch sexuellen Übergriffen. So. Und wo wir sagen, das sind aber all die W3s, die wir angeblich so gut besetzt haben, wo wir uns nie darüber Gedanken gemacht haben, besetzen wir die falsch. Wir besetzen halt lauter Leute oder haben Leute darauf gesetzt, die nie was von Führung gelernt haben. Und aus meiner Sicht ist das halt ein wichtiger Punkt. Wir sagen, wir bilden vorne Leute aus und haben so Angst, die falsch zu besetzen da vorne, anstatt ihnen halt die Mittel zu geben, eben diese 6 Jahre nutzen zu können, um sich auf eine Vollprofessur mit den Verantwortungen, die damit einhergehen, zu entwickeln. Ne? Und das ist so, aus der Sicht, da hoch langsam zu kommen, ist es so ein bisschen, da sitzen Leute oben und sagen so, aber was ist, wenn wir es falsch besetzen? Und man guckt von der Abteilung nach oben und sagt so, ja, aber komischerweise sind so viele von euch falsch besetzt. Also so viele von euch triezen halt ihre Mitarbeitenden so dermaßen, dass die halt gehen oder Klagen einreichen oder in Traumatherapie müssen. Und das ist ja kein seltener Fall, muss man auch sagen. Das sind nicht so few bad apples, sondern wenn man mit Early Careers zu tun hat, ist es viel zu häufig. So, das ist, und wir schweigen halt genau darüber. Und wir schweigen halt, und ich finde, wir sollten da einen Dialog eröffnen, wo wir sagen, wie nehmen wir denn halt so W1 oder auch Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen und bilden die aus, dann auch Führungsverantwortung zu haben und die auch zu übernehmen und die auch korrekt durchzuführen. Vielen Dank für das Plädoyer. Und ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute für das Tenure-Verfahren. Und wir versprechen, dass wir es nicht abschaffen in den nächsten 1,5 Jahren. 2. Oktober 2026. 2. Oktober 2026. Und ich habe bei Ihrem Beitrag mindestens zwei unterschiedliche oder zwei Themenstränge gefunden. Das eine ist auch ein klares Plädoyer für dieses Prinzip, erst dauerhaft anstellen und dann weiterentwickeln, also das, was Amri Bar auch gesagt hat. Und das zweite ist aber mindestens ein ebenso leidenschaftliches Plädoyer für Personalentwicklung und den späteren Führungskräften was an die Hand geben und sie sozusagen aufbauen dahin. Ich gucke euch beide an, wer von euch beiden möchte. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser ganzen Thematik der Fehlbesetzungsangst. Also erstmal, niemand wird, glaube ich, bestreiten wollen, dass diese Verfahren in irgendeiner Form qualitätsgesichert stattfinden müssen und dass es ein Anliegen ist, da gute Leute auszuwählen. Also niemand wird sich hier hinsetzen und sagen, nein, wir wählen jetzt einfach random irgendwelche Leute aus, was sie können, ist uns wurscht. Aber
mir ist halt auch nicht ganz klar, was die Funktion dieser Markierung dann ist, dass das so wichtig ist, denn ich glaube, die ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das ist ja auch hier schon mehrfach zur Sprache gekommen. Wir haben einfach einen Fachkräftemangel. Wenn Sie mal mit Leuten sprechen aus unterschiedlichen Fächern, in einigen mehr, in einigen weniger, werden die Ihnen sagen, zum Teil müssen wir die Stelle mehrfach ausschreiben. Wir kriegen viel weniger Bewerbungen. Wir haben wirklich Schwierigkeiten, diese Stellen zu besetzen. Also diese Idee, dass wir ein Problem damit haben, weil wir vielleicht aus Versehen die Falschen auswählen, das ist überhaupt nicht das Thema. Wir müssen die Bedingungen so schaffen, dass da überhaupt noch Leute kommen, die wir auswählen können. Und das finde ich tatsächlich wirklich wichtig zu sehen. Da geht es jetzt auch darum zu handeln, weil es ist 11:55. Ne? Also es gibt einfach schon Fächer, wo das eklatant sichtbar wird, dass es diesen Fachkräftemangel gibt und wo die Leute sich dann für was anderes entscheiden. Also insofern, ich bin sowieso kein Fan von diesem beste Köpfe, dieser Redeweise, weil ich immer gerne auch daran erinnere, an den Köpfen hängen Menschen dran und auch noch soziale Gefüge, Familien und so weiter. Also es geht nicht nur um die Köpfe, die sind nicht im luftleeren Raum. Aber wenn man wirklich die besten Köpfe gewinnen will, dann muss man sich vor allen Dingen das überlegen und nicht die ganze Zeit Angst haben, es könnte sich jemand einklagen oder es könnte sich jemand als nicht die beste Besetzung erweisen. Das Problem haben Sie ja in anderen Branchen auch und da wird irgendwie mit umgegangen. Und in der Wissenschaft bekommt das dann so eine Überbetonung, die einfach unangemessen ist, glaube ich. Okay, bevor wir zu dir gehen, nochmal die Erinnerung, Sie können gerne uns auch hier auf dem Publikum, also wir freuen uns über weitere Wortmeldungen, kommen Sie einfach, Sie müssen keine Angst haben, den Kollegen hier zu vertreiben von der Bühne, das ist das Prinzip. Sie können kommen, er wird dann freiwillig gehen. Überlegen Sie sich's. Melanie, die Frage, das ist ja eine Frage, die immer wieder oder ein Punkt, der auch immer wieder kommt und in der Diskussion aufgegriffen wird, der Fachkräftemangel und die Frage überhaupt, kriegen die Universitäten noch genügend Leute und welche Rolle spielt dabei Qualitätssicherung? Und wenn ich Amreis Plädoyer jetzt ein bisschen überspitze, entschuldige, ist es lieber ein bisschen weniger, also Qualitätssicherung jetzt nicht überbetonen, weil wir müssen froh sein, dass wir wenn wir überhaupt noch Leute bekommen. Was würdest du sagen dazu? Dass es wie immer ist, dass man sehr genau hingucken muss, wo das stattfindet. So. Und in welchen Fachkulturen das stattfindet. Und ich kann das ja jetzt nur mal aus der Praxis heraus sagen, aus den Gesprächen mit unseren Fakultäten, dann sehen wir ja, in bestimmten Fachkulturen ist das der Fall. So. Und die haben dann die Herausforderung auch schon im Promotionsbereich, dass ihre Promotionsstellen nicht mehr besetzt bekommen, was dann ja zu der Debatte auch geführt hat, das galt, glaube ich, für viele deutsche Hochschulen, dass man zum Beispiel sehr gerne Promovierende auch aus dem Ausland, insbesondere aus China zum Beispiel, nach Deutschland geholt hat und auf einmal hatte man dann so den Eindruck, okay, die kommen mit einem eigenen Funding, sind dann so in den Natur- und Lebenswissenschaften sehr aktiv und nach einer bestimmten Zeit gehen die sehr gerne zurück, weil sie sozusagen auch vor Ort sich das alles sehr genau angeguckt haben, um das jetzt sensibel zu formulieren. Aber insofern, also es ist eine Frage, wo genau findet der Fachkräftemangel statt, aber es verweist ja am Ende immer auf das, was wir heute schon mehrfach diskutiert haben, am Ende nämlich die Frage nach der Professionalisierung der gesamten Institution in ganz vielen Sektoren. Professionalisierung der Personalstrukturplanung, Professionalisierung der Personen, die betreiben sollen und die Frage, was brauchen denn die Menschen dazu, um das zu machen? Also ich erlebe zum Beispiel auch in den Dekanaten da durchaus sozusagen willige Personen, die sich sehr viele Gedanken dazu machen, aber wenn ich ein Dekanatsamt 2 Jahre besetze, aber dann für meine Fakultät einen Entwicklungshorizont von 6 Jahren entwickeln soll und das immer wieder in einem 2- oder 4-Jahres-Turnus an jemanden weitergebe, dann fehlt da ganz oft Wissen und es fehlt am Ende auch, ich sage das klingt immer so hart, als ob die Kompetenz fehlt, das meine ich nicht, aber das Wissen, wie mache ich das eigentlich? Und das ist auch sehr schwer, einen Wissenstransfer in der Fakultät herzustellen. Also die Frage ist halt, was brauchen wir strukturell und was brauchen wir an Kompetenzentwicklung bei denen, die schon da sind? Und wie bilden wir die Leute aus, sozusagen, die in eine Universität kommen, die sich im Wandel befindet? Und das, glaube ich, ist etwas, das gilt ja für die Universität jetzt in ganz vielen Dimensionen. Ja, Einsatz von KI, Einsatz irgendwie, wie verändern sich Studierende in dem Bedürfnis, was sie von der Universität brauchen und erwarten? Und was müssen wir für Stellen schaffen, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden? Und da liegt natürlich eine Verantwortung bei den Universitäten, diese Kategorien auszugestalten. Aber, und da würde ich gerne schon noch mal den politischen Bogen spannen, es gibt schon auch Zielkonflikte in der Erwartungshaltung an Universitäten,
wie sie da dem allem gerecht werden sollen. Also nur die Frage zum Beispiel, wir sollen Dauerstellen schaffen, dann haben wir einen Kapazitätsaufwuchs. Ich sage das jetzt mal ein bisschen simpel. Das ist auch nicht immer so einfach, aber wir schaffen Dauerstellen, damit steigt unsere Kapazität. Auf der anderen Seite haben wir sinkende Studierendenzahlen in bestimmten Fächern, dann sind die Fächer unterausgelastet. Dann kriegen wir gesagt, ja, aber wir sollen doch bitte sicherstellen, dass die Auslastung der Hochschule bei nahezu 100% liegt in 2030. Ja? Und das passt einfach nicht zusammen. Das ist ein strategischer Steuerungszielkonflikt, den Universitäten nicht ausgleichen können. Das bedeutet, ich kann nicht mehr Dauerstellen in einer Lehreinheit schaffen, in der eine Unterauslast besteht. Gleichzeitig soll ich aber gute Karrierewege bieten. Ich will nur sagen, das muss man sich auch nochmal in diesen sehr vielen Rädern angucken, die da ineinander greifen und gucken, wo genau, deswegen Mittelbaustrategie. Ja, was ist die Mittelbaustrategie? Aber ich meine jetzt nicht im Sinne von, machen Sie planbare, verlässliche Karrierewege. Ja, also das ist für mich nicht mehr sozusagen auch die strategische Steuerungsdimension, wo das liegen sollte. Sondern was will man zuerst? Will man voll ausgelastete Hochschulen? Will man forschungsstarke Hochschulen? Will man gute Karrierewege? Und wie soll man das aber zusammenbringen, wenn da sozusagen diese strategischen Steuerungs- und Zielkonflikte liegen? Und ich finde, da beneide ich auch Universitätsleitungen nicht immer darum, wie sie das zusammenbringen sollen, weil das ist tatsächlich teilweise gar nicht möglich. Vielen Dank. Also ich fand beide Aspekte extrem wichtig. Das eine ist die Betonung der Aufgabe der Professionalisierung, der weiteren Professionalisierung der Institutionen und zweitens den Hinweis auf es ist ja nicht nur Komplexität, sondern es ist Inkonsistenz und innere Widersprüchlichkeit der Ziele, die verbunden sind damit. Und ich habe gleich zwei Personen, die vielleicht anknüpfen können hier. Die erste Person, die ich begrüßen möchte, ist jetzt Uwe Kantner, der es geschafft hat von Halle hierher. Kommen Sie zu uns. Und wir haben eine neue Fishbowl-Diskutantin. Und ich würde vorschlagen, dass Sie erstmal sagen können, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Ja, das tut mir jetzt leid. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz eine Frage stellen. Mein Name ist Maike Reimer. Ich bin tatsächlich wahrscheinlich einer der wenigen, nicht an irgendeiner Hochschule tätig und war es auch nie, sondern ich bin vom Bayerischen Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung, einer ministerialen Einheit, und war an den letzten 2 BuWins im Rahmen dieser Begleitstudien beteiligt und bin eigentlich deshalb eher hier, um Sachen zu fragen und zu lernen und das, was wir da so empirisch betrachtet haben, mal so aus der Innenperspektive kennenzulernen, und es ist also extrem spannend. Und ich wollte eigentlich hier auch nur ganz kurz rauf, um noch eine Frage zu stellen, die mir auf der Seele brennt. In etlichen Projekten, die ich in den letzten Jahren bearbeitet habe, kam immer wieder das Thema der Durchlässigkeit des Wissenschafts mit dem restlichen, also mit den anderen Systemen, welche auch immer. Und im Bereich Tenure Track, so spannend ich das fand, denn letztlich war es für mich nach der Promotion auch der Mangel an irgendetwas Gangbarem, was da sichtbar war, das mich dann aus der eigentlichen Wissenschaft wieder rausgeschubst hat, dass eben die Frage immer war, ja, eigentlich müsste man die doch so polyvalent ausbilden, die Wissenschaftler, dass die, wenn es dann irgendwann mal nicht klappt, nicht völlig fehlqualifiziert sind für alle anderen Tätigkeiten. Wohingegen im Bereich Tenure Track Professur, aber auch im Bereich Tenure Track im Mittelbau, wo ich jetzt heute zum ersten Mal davon gehört habe, vielen Dank dafür, scheint es ja eher auf ein Streamlining der Qualifizierungswege für einen Verbleib in der Wissenschaft hinauszulaufen, was nicht schlecht sein muss oder gut sein muss, das weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur eben aus dieser einen BuWin-Studie, also er hieß damals tatsächlich noch BuWin, dass gerade in manchen Fachkulturen es sehr beklagt wurde, dass eine Tradition des Exchanges, gerade mit der industriellen Forschung, nicht mehr so ausgeprägt sei wie früher, weil sich dieser Bereich, also es ging damals um Elektroingenieurwesen, an Universitäten allerdings, dass sich da so eine Tradition der Durchlässigkeit deutlich verringert hätte in den letzten Jahren, weil die universitären Elektroingenieurwissenschaften wissenschaftsförmiger geworden seien. Also da gibt es ja auch Tendenzen, die eher in eine andere Richtung laufen sollten. Und da wollte ich einfach noch mal danach fragen,
wie das zusammenpasst, wie Sie das sehen. Wobei das natürlich, also ich fand das geradezu herzzerreißend, was Sie auch gerade skizziert haben, weil die Reaktion auf das, was man alles haben will, war bei mir sofort, ja, das wollen wir alles haben, ja. Und zwar sofort und ohne Nebenwirkungen. Und insofern scheue ich mich fast, hier jetzt noch den Punkt reinzubringen. Aber er war mir halt eingefallen. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie diesen Punkt eingebracht haben. Sie können das, glaube ich, da gerne... Also, wir sind hier verkabelt. Vielen Dank für den Punkt, den Sie eingebracht haben und auch die interessante Perspektive von einer Stelle ganz außerhalb oder innerhalb des Systems, aber außerhalb des Systems. Herr Kanter, möchten Sie da, also geben wir Ihnen gleich die Gelegenheit, voll reinzuspringen hier und auf diese Frage was zu sagen? Ja, ich springe mal hier gleich ein. Ja, vielen Dank übrigens für den Beifall. Ich habe noch nie so viel Beifall bekommen fürs zu spät kommen. Es tut mir auch wirklich leid, ja. Also die Fragen, die Sie aufgeworfen haben, sind natürlich ein ganz breites Spektrum. Und sagen wir, meine Antwort ist die erste, wissenschaftliche Ausbildung war schon immer auf Spezialistentum ausgelegt. Also das waren immer spezielle Dinge, wo man angegangen hat, spezielle Fragestellungen. Ich glaube, es ist nichts Neues. Sagen wir, ob der Tenure-Track wirklich dazu dient, das noch spezieller zu machen, glaube ich nicht. Der Tenure-Track ist eingeführt worden, um quasi die Karriereperspektive etwas überschaubarer zu machen, besser ausrechnen zu können, was ich tun muss, damit ich auch im System bleiben kann. Also ich glaube nicht, dass es zu einer höheren Spezialistentum führt. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, diese Durchlässigkeit mit der Wirtschaft, ich meine, das ist schon ein Problem bei uns. Das ist ganz, ganz schwierig. Wer mal draußen ist, bleibt draußen. Wer aber von draußen reinkommen möchte, hat große Schwierigkeiten, in das System reinzukommen, weil wenn man reinkommen möchte, zählt nur die wissenschaftliche Qualifikation und irgendwelche Erfahrungen, die man in der Wirtschaft, in der Industrie oder sonst wo gesammelt hat, zählt eigentlich nicht als Qualifizierung für eine Professur oder was Ähnlichem. Da ist man in den USA weiter, da ist man sehr viel lockerer, da kann man wirklich zwischen den Welten hin und her wandern, da können wir uns was abgucken. Das glaube ich, das sollten wir auch tun. Das würde ja dann auch helfen, das ganze Problem, das du gerade angesprochen hast, wir bauen zu und immer mehr, wir kriegen nicht, dass die Leute mehr rausgehen können. Wenn aber es einen freien Wechsel gibt zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und den Universitäten, diesen Positionen, würde das eine Erleichterung schaffen. Also, aber daran muss man bauen. Das tun wir nicht. Wie man das macht, das hat natürlich mit Berufungskommissionen zu tun, das hat mit Kriterien in Berufungskommissionen zu tun. Wird nicht so ganz leicht sein, denke ich mal. Starker Bewusstseinswandel, der da sein müsste. Ich dann gleich noch ja. nachfragen, weil das ist vielleicht ganz frech und auch nicht ganz korrekt, aber ist da nicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man diesen Elefant im Raum nehmen soll, eben das Berufsbeamtentum? Also die Durchlässigkeit scheitert ja einfach an den Formalkriterien. Ich sehe das selbst bei mir. Ich bin 50, verbeamtet. Falls ich mich je irgendwie dafür interessieren sollte, meine jetzige Position zu verlassen, würde ich mich so massiv verschlechtern, dass die inhaltlichen Anreize eigentlich gar nicht so hoch sein können. Also ich sehe einfach nicht, wie diese ganz strikte Logik des Berufsbeamtentums, das bei uns am Ministerium natürlich in noch höherer Reinkultur gelebt wird, irgendwie eine Durchlässigkeit je ermöglichen kann, ohne wirklich sehr massiv umgeschmissen zu werden. Aber das scheint mir nichts zu sein, was in der politischen Diskussion zur Disposition stünde gerade. Da gibt es den zweiten Applaus nach. Der erste für Herrn Kantner, der zweite für die Abschaffung des Berufsbeamtentums. Ich kann dazu was sagen, ja. Ich meine, ich bin ja selber Beamter und das ist auch eine gute Position, da kann man sich überhaupt nicht beklagen und wenn ich mal pensioniert sein sollte, ist das auch eine gute Position. Also so gesehen habe ich Glück gehabt. Wenn man aber mal versucht, davon wegzugehen, von der eigenen Situation, wie ist das generell zu sehen? Ich meine, wenn wir überlegen, wir wollen ausländische Kolleginnen und Kollegen hier anheuern in Deutschland, die sollen hier bleiben, wie macht man denn dann das Ganze mit den Anrechnungen und so weiter, dass die nachher ihr Ruhegehalt bekommen? Das ist ein Riesenproblem. Das kriegt man zwar schon mal irgendwie gebacken, aber es ist ein großes Problem. Und deswegen, man kann durchaus die Frage stellen, ob, ich sage ruhig mal Professoren, ob die Beamte sein müssen. Ob Professoren wirklich eine höhere Loyalität gegenüber dem Staat haben muss als andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Das kann man durchaus in Frage stellen. Würde ich sagen, geht vielleicht unentschieden aus. Ich weiß nur, der Beifall war so 50-50, glaube ich. Ja, aber gehen Sie mal aus Ihrer eigenen Position heraus, versuchen so oben drauf zu schauen, was wirklich sinnvoll ist. Und dann würde ich dazu tendieren, dass es nicht ganz sinnvoll ist. Wir brauchen das nicht mehr unbedingt. In den anderen Ländern um uns herum
in den anderen Ländern um uns herum, ich kenne Dänemark ziemlich gut, gibt es das auch nicht. Ich meine, gut, da ist natürlich die Gefahr, dass man auch mal entlassen wird. Ich habe Departments in Odensee erlebt, da wurde auch gesagt, das können wir nicht mehr finanzieren, Leute müssen entlassen werden und dann ging das wirklich unabhängig von der Position, wurden auch entlassen. Das passiert bei uns natürlich nicht. Ja, da sind wir bezüglich des Beamtums ziemlich rigide, weil da musst du schon ziemlich was angestellt haben, dass man dich da rausnimmt. Vielen Dank. Bevor wir weitermachen hier, nochmal die Erinnerung, kommen Sie wieder, wenn Sie weitere Fragen, Kommentare, Bemerkungen haben. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben nicht mehr wahnsinnig viel Zeit, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Sie merken, das funktioniert auch und auch Sie werden wieder Platz machen. Jetzt ist schon der Fall eingetreten. Bevor wir zu Ihnen kommen, würde ich gerne noch Amrei Bar einmal fragen. Einen Punkt, den du und die Ich bin Hanna-Bewegung ja immer wieder auch artikuliert hast, ist die Frage, wann ist es eigentlich also sozusagen, man hat sich spezialisiert auf etwas und dann ist es irgendwann zu spät rauszugehen irgendwie. Und das ist ja auch eine Frage der Durchlässigkeit. Wie blickst du in dieser Kritik auf die Frage der Durchlässigkeit? Die geht ja in die eine Richtung, aber auch in die andere Richtung. Absolut. Und ich meine, es ist ja schon zur Sprache gekommen, auch Berufungskommissionen haben ihren Anteil daran, wenn es jetzt um die Frage geht, kann ich eigentlich aus der Wissenschaft rausgehen und dann wieder zurückkommen? Also das wäre ja auch eben die Richtung, die interessant ist. Und mein Eindruck ist, dass die Leute, die rausgehen, häufig damit konfrontiert sind zu sagen, naja, du willst es ja nicht genug, du hast ja offenbar auch noch einen Plan B und du hast ja nicht voll auf Wissenschaft gesetzt. Das ist ja irgendwie nicht das, was wir suchen, sondern wir suchen ja Leute, die sich komplett darauf fokussieren, was ja im Übrigen völlig irrational wäre. Also wenn ich nicht über einen Plan B nachdenken würde, wäre das nicht so klug, weil ich habe halt eine begrenzte Perspektive und ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es weitergeht. Insofern ist, glaube ich, das Stichwort Kulturwandel, was ja auch nicht ohne Grund immer wieder zur Sprache kommt, ein ganz wichtiges, dass man darüber nachdenkt. Und vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Beamtentum. Also vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich hier gesessen und gesagt, ich bin total der Auffassung, dass man das Beamtentum abschaffen sollte, was die Profs anbelangt. Unter anderem deshalb, weil die Fälle von Machtmissbrauch, über die wir eben schon gesprochen haben, welche sind, die unter anderem deshalb so schwer zu verfolgen sind, weil wir ein unglaublich krasses asymmetrisches Machtverhältnis haben. Wir haben befristet beschäftigte Leute, die zum Teil auch noch in der Bewertung ihrer Dissertation abhängig sind von verbeamteten, auf Lebenszeit verbeamteten ProfessorInnen, die auch noch die Mehrheit in den Gremien haben und so weiter. Das ist ein großes Missverhältnis. Ich möchte nur an dieser Stelle daran erinnern, warum ich das jetzt heute nicht mehr so ohne weiteres emphatisch vertrete, dass wir uns auch Gedanken darüber machen sollten, wie wir die Wissenschaft resilient aufstellen, auch im Hinblick auf politische Entwicklungen, die wir weltpolitisch gerade wahrnehmen. Und Wissenschaftsfreiheit ist ein hohes Gut und das ist ohnehin angezählt. Es gibt sicherlich Leute, die auch in Deutschland möchten, dass die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt ist. Und wir sehen in den USA, was passiert, wenn Leute am Werk sind, die diese ganzen Strukturen inklusive entsprechender Grundrechte abräumen. Und ich glaube, dass eben man deshalb vielleicht nochmal drüber nachdenken sollte, ob das Beamtentum eine Möglichkeit ist, da was abzusichern. Das sollten wir nur im Hinterkopf haben und das sage ich eben, obwohl ich aus der Hanna-Perspektive gute Gründe hätte, zu argumentieren, dass man es abschafft. Also die Verbeamtung als resilienzsteigernde Maßnahme im Dienste der Demokratie. Ja, vielleicht. Dafür gibt es jetzt keinen Applaus. Wir kommen zu Ihnen. Julian Reinfeldt, TU Darmstadt. Ich leite da das Referat für Hochschulstrategie, also in der zentralen Verwaltung, Tenure Track und Berufung. Mich hat es vorhin schon gereizt. Ich glaube, ich würde eher die Habilitation abschaffen als das Tenure Track, aber ich glaube, die schafft sich in vielen Fächern auch selbst ab. Alleine schon, weil ich auch gerne jedes Jahr zu dieser Tagung komme. Ja? Also das würde ich gerne auch weiterhin machen. Aber eigentlich geht es mir um einen anderen Punkt. Ich möchte ein bisschen widersprechen. Technische Universität Darmstadt, wir haben immer noch eine ganze Reihe von Professuren, nicht nur in der Elektrotechnik, sondern auch in den anderen Ingenieurwissenschaften, wo in der Ausschreibung steht, mehr oder weniger klar, also mehr oder weniger zwingend Industrieerfahrung. Das heißt, zumindest in die Richtung gibt es die Durchlässigkeit. Das macht ein paar Probleme. Ich lese da gerne so in Berufungsberichten, weil die dürfen natürlich häufig nicht veröffentlichen, das ist verständlich. Und dann steht da, naja, das ist halt das beste Unternehmen in dem Bereich und der ist halt der Chef da und deswegen wird der super sein. Ja? Also das ist ein bisschen flapsig, aber die Evidenz, zumindest mit der normalen Methodik von Berufungsverfahren, dass da jemand gut ist, die ist manchmal ein bisschen arg dünn. Da gab es ja auch zwischen Akatech und HRK so ein bisschen hin und her.
Was ich aber schon sagen muss, ist, dass andersrum die Durchlässigkeit, also was ich praktisch noch nicht erlebt habe, ist, dass jemand, den wir so berufen haben, dann ein paar Jahre später wieder in die Industrie gegangen ist. Ich habe die Leute nicht gefragt, ob das mit dem Beamtentum zusammenhängt, aber dazu kann ich schon auch noch was sagen. Die TU Darmstadt, das mag einigen bekannt sein, hat ja so ein bisschen Sonderstatus, Sonderrechte. Dazu gehörte mal, dass wir nicht mehr als Beamte berufen, sondern als Angestellte. Das haben wir eine Weile lang gemacht. Es sei denn, jemand war schon Beamter, weil berufen Sie mal jemanden auf eine Angestelltenprofessur, der schon Beamter ist. Das funktioniert natürlich nicht. Irgendwie habt ihr aber alle nicht mitgemacht. Ja? Und dann haben sich die Leute externe Rufe geholt und was wollen sie denn? Ja, ich will Beamter werden. Abgesehen davon, das ist ja auch ein budgetäres Problem, die sind natürlich viel teurer. Ne? Wir mussten eine betriebliche Altersvorsorge aufbauen, also die kosten im laufenden Haushalt unendlich viel mehr als die Beamten, wo das Land sich halt in 30 Jahren um die Pension kümmert. Also das sind halt alles Dinge, die jedenfalls eine einzelne Universität nicht einführen kann. Das hat das Land Hessen auch gemerkt. Insofern berufen wir inzwischen auch wieder auf Beamte. Das müssten wir schon alle zusammen machen. Dann könnte es was werden. Vielen Dank auch für den Einblick aus der Praxis und den Hinweis darauf, dass verbeamtete Personen im laufenden Haushaltsjahr günstiger wegkommen als angestellte Personen, wie Sie auch gesagt haben, das nivelliert sich dann später und kehrt sich eher um. Ich finde diese Perspektive extrem spannend und würde gerne da bleiben und Melanie dich fragen, aufgreifend das, woran liegt das? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur an den Gehältern liegt, denn die Industrie wird doch in der Lage sein, auch Gehälter zu bieten, die ansprechend sind für verbeamtete Professorinnen und Professoren. Das könnte doch die Industrie leisten. Warum ist die Durchlässigkeit oder ist die so gering, wie gesagt wird? Und der zweite Punkt ist das, was Amrei Bar angesprochen hat, die Anreizmechanismen, über die wir auch viel gesprochen haben, die Anreizmechanismen in bestimmten Fächern oder bestimmten Kulturen in der Wissenschaft rauszugehen. Wie ausgeprägt sind die? Braucht es da einen Kulturwandel? Wo ist die Wissenschaft da? Also die Frage bezieht sich im ersten, wenn ich es richtig verstanden habe, eher auf die, also wie divers oder wie sozusagen durchlässig ist das System und welche Anreize bräuchte es, um das zu erhöhen. Ich weiß, ich glaube, nerve dann mit dem Einstieg immer wieder, es erstmal zu differenzieren, aber das, wie Julian gerade ausgeführt hat, aus der Perspektive einer technischen Hochschule stellt sich diese Frage anders als aus einer Universität mit einem sehr breiten Fächerspektrum. Ja, also die Durchlässigkeit in bestimmten Wissenschaftsdisziplinen ist, glaube ich, 0. So. Ja, ich habe jetzt keine Zahlen, auch das müsste man sich dann natürlich nochmal angucken, aber ich kenne wenige Biografien, wo man jetzt sagen könnte, oder jetzt wenn ich es wirklich mal kurz durchspiele bei all den Personen, die ich so kenne und ohne dass wir das jetzt gemessen haben, würde ich behaupten, in bestimmten Fachdisziplinen findet das gar nicht statt. Und mit Blick eben auf das akademische Alter und dann auch die Tenure-Track-Professur muss man schon sagen, und dazu gibt es ja jetzt auch so eine leichte Evidenz, dass man jetzt sagen kann, wenn wir wieder bei der Tenure-Track-Professur gucken, durch diese Reduzierung oder Verkürzung des akademischen Alters, bevor die Leute berufen werden, also dass man das reduziert hat, das fördert natürlich nicht Durchlässigkeit, weil die kostet ja Zeit. So, ne? Also da fördert man natürlich schon eher Biografien, wo man auch sagt, und da würden mich dann auch Zahlen mit Blick auf zum Beispiel First Generation oder so interessieren, dass man eben sagt, das sind Leute, die sind sehr schnell, haben sehr schnell promoviert, sind sehr schnell da, aber die waren dann nicht noch draußen. Wenn ich mir jetzt unseren technischen, ingenieurswissenschaftlichen Bereich angucke, die machen das teilweise in der Promotionsphase, glaube ich, dass die da wirklich Staff so tauschen und darüber stellen die sozusagen eine Durchlässigkeit her. Das liegt dann natürlich auch an deren Industriekooperation und Wirtschaftskooperation. Und dann wäre natürlich schon die Frage, wenn wir jetzt hier wieder zu dem Thema Karrierewege zurückkommen. Wie bietet sich da zum Beispiel diese Promotionsphase an? Weil wenn man dann sich dann im weiteren Verlauf der akademischen Karriere auch dauerhafte Positionen anguckt,
Da müsste man eben gucken, ist es Teil dann der Personalentwicklung? Kann das Teil der Personalentwicklung auf bestimmten Stellen, zum Beispiel Dauerstellen sein, dass man so Staff-Exchange-Phasen irgendwie einzieht? Auf einer Professur, die doch sehr, muss man ja auch sagen, die Arbeitsbelastung auf so einer Professur, wenn man das seriös und ernst macht, die ist sehr hoch. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das förderlich ist für Durchlässigkeit. So, ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Perspektive eher aus der Breite des Fächerspektrums. Anreizsysteme, was könnte das sein? Dann sind wir bei ganz vielen Sachen, wo wir so uns ja immer fragen, ja, was wollen wir denn sozusagen von unseren Professoren oder unserem universitären Leitungspersonal? Wir wollen ja in der Zwischenzeit sehr viel von denen. Ja, sieht man auch an der Ausweitung des Kriterienkatalogs auf der W1 bei uns jetzt, in anderen Fällen ist es ja auch W2. Wir wollen, dass die Wissenschaftskommunikation machen. Wir wollen, dass die sozusagen im Transfer stark sind. Wir wollen, dass sie eigentlich aber exzellente Forschung machen. Da haben wir eigentlich das höchste Interesse dran. Und dass sie natürlich auch gute Lehre machen. Und dann wollen wir auch, dass sie gut führen, gut betreuen. Ja, dann weiß ich nicht so ganz genau, ich habe die Diskussion oftmals mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei uns, wenn wir dann wieder aus Verwaltungssicht, aus Personalentwicklungssicht mit einem neuen Kompetenzfeld kommen, dann heißt sofort, ja genau, wann mache ich das denn jetzt auch noch? Also ich finde, man muss sich dann schon noch mal fragen, wie muss denn dann die Professur ausgestaltet sein? Was haben wir für Professurtypen? Will man da unterscheiden? Und dann haben wir wieder die Debatte über, soll es Forschungs- und Lehrprofessuren geben und gibt es dann wieder Professuren zweiter Klasse und so, ne? Also das kommt, und da bin ich wieder bei den strategischen Entscheidungen, da muss man sich halt entscheiden, also welche Strategie und welche Schwerpunktsetzung nimmt man vor. Ist aber sehr assoziativ jetzt geantwortet, weil ich, um ehrlich zu sein, nicht so viel Ahnung davon habe. Also bis eben hätte man das, glaube ich, nicht gemerkt, aber... Also es ist nicht sehr, sehr evidenzbasiert, so. Ich habe einfach keine Zahlen dafür. Herr Kantner, wäre es eine Aufgabe von Professorinnen und Professoren und von Universitäten, sich um diese Form von Durchlässigkeit zu kümmern? Machen die das schon oder ist das eine Überforderung der Institution oder ein falscher Anspruch an die Institution und wäre das eher was, wo man dem Individuum sagen müsste, hör mal zu, der Plan B, das liegt auch in deiner Verantwortung, einen Plan B zu entwickeln? Ja, sagen wir mal, einen Plan B muss eigentlich jeder für sich selber entwickeln, das muss man schon mal dazu sagen. Also das ist ja etwas Individuelles. Ich gehe einen bestimmten Karriereweg ein, da ist ein Risiko drin und dann überlege ich, mache ich den nicht und ich überlege mir 2, 3 Alternativen, wenn es einfach nicht klappt. Wenn ich klug bin, mache ich das dann. Ob das abgenommen werden kann durch andere, würde ich mal bezweifeln. Man kann natürlich Formate schaffen, kann Strukturen schaffen, wo das leichter möglich ist, auch auszuweichen, wenn ein bestimmter Weg letztendlich nicht geht. Und ich meine, weil wir gerade Melanie auch nochmal mit der Durchlässigkeit und so gesprochen hat, gut, 1., 2., 3. Klasse Professoren, da will ich jetzt nicht drüber reden, das ist ein schwieriges Thema, aber die Flexibilität hat man dann zum Beispiel, dass Leute rein und raus gehen können, relativ hochfrequent, wenn es die Lehrstuhlstruktur nicht mehr gibt. Weil die Lehrstuhlstruktur ist eine Struktur, die von einer Person ganz arg abhängt. Und wenn die geht oder nicht oder bleibt, dann hängt die Struktur da dran, die müssen darüber nachdenken. Bei einer Departmentstruktur ist das ja ein ganz relativ loser Zusammenhalt. So und so viele Professoren, Mitarbeiter und so weiter, die aber nicht einzeln zugeordnet sind, sondern die dem Department zugeordnet sind. Das gibt eine höhere Flexibilität, auch Leute raus und reingehen zu lassen, ohne dass die Struktur dadurch komplett über den Haufen geworfen wird. Und ich denke, dass man sowas wahrscheinlich in so eine Richtung denken muss. Vielen Dank. Ist das noch eine Meldung, die wir haben über das Telefon? Gerne noch einen Redebeitrag. Ich schaue einmal auf die Uhr und ich würde gerne diese Diskussion eigentlich noch sehr viel länger weiterführen, aber wir haben den Zeitpunkt erreicht, des Endes der Diskussion. Und wenn Sie einverstanden sind, würde ich an diesem Punkt sagen, es war eine tolle Diskussion. Ich glaube, wir haben viele neue Perspektiven kennengelernt oder auch Perspektiven nochmal differenziert ausformuliert und darf Sie im Namen der Veranstalter einladen, das Gespräch fortzusetzen bei Getränken und Essen, was es, glaube ich, hinter mir geben wird in dem Raum. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Gästen auf dem Publikum, bei Ihnen, bei Ihren beiden Vorgängern und Vorgängerinnen und ich bedanke mich vor allen Dingen bei den Panelisten, bei Herrn Kantner, der noch dazugekommen ist nach einer sicherlich nicht ganz trivialen Hetzjagd von Halle hierher, bei Melanie Fritscher-Fehr für die komplexen, differenzierten, sehr kompetenten Einblicke aus der Praxis einer Universität
und bei Amrei Bar für eine nicht nur Wisszeit-VG bezogene und Diskussion mit vielen wertvollen Perspektiven und ein Lob des Beamtentums für die Demokratie. Vielen Dank.